Der Islam wurde mit dem Schwert verbreitet. Die Leute wurden gezwungen, Muslime zu werden. So einen Unsinn hört man mittlerweile auch oft von Christen und auch von Andersgläubigen hier auf TikTok. Und normalerweise ist das nicht mein Themengebiet, aber ich möchte darauf kurz eingehen und ein, zwei Vergleiche bringen. Und ich möchte es nicht in die Länge ziehen, ich halte es kurz. Wurde nun der Islam wirklich mit dem Schwert verbreitet? Die Antwort lautet nein. Und ein Vergleich mit den Kreuzzügen deckt auch noch auf, warum das Ganze. Es ist richtig, dass das Islamische Reich im Mittelalter, also nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sehr schnell durch militärische Eroberungen an Land gewann. Aber die Soldaten zwangen die Menschen damals nicht Muslime zu werden. Ganz im Gegenteil, Christen und Juden durften ihre Religion behalten und galten als Schutzbefohlene und sie durften ihre Religion weiter ausleben. Und diese sogenannten Zwangskonvertierungen, wie es heute gesagt wird, diese gab es nicht. Das machen Leute, die nehmen eine Sache aus dem Koran oder eine Sache, ein Hadith, und reißen ihn wieder mal aus dem Kontext und dichten ihn um und interpretieren darauf rum. Und deshalb kommen sie zu so einem Entschluss, dass das so gewesen ist. Aber jeder, der sich 5 Minuten mit Geschichte befasst, der wird erkennen, dass das nicht so war. Man muss wissen, dass der Übergang zum Islam bei der Bevölkerung Jahrhunderte dauerte. Weil wie gesagt, die Juden und Christen durften ihre Religion weiter ausüben und nach der Eroberung in China durften sogar Buddhisten weiterhin hatten einen Schutzstatus sozusagen. Aber bleiben wir bei den Christen jetzt erst einmal, denn ganz anders lief das bei den christlichen Kreuzzügen. Und man muss wissen, dass es bei den christlichen Kreuzzügen auch um Macht, Land, um Politik und solche Sachen gab. Aber als die Kreuzfahrer im Jahr 1099 Jerusalem eroberten, richteten sie ein Blutbad unter Muslimen und Juden an, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und zudem wurde im Zuge der Kreuzzüge gegen die Heiden im Baltikum ganze Völker im Namen Christi vor die Wahl gestellt, Taufe oder Tod. Und das ist der Unterschied. Muslime und Christen und alle haben damals Kriege geführt. Das ist nicht schön zu reden, ob das gut ist oder schlecht, darüber diskutieren wir nicht. Es wurden immer schon Kriege geführt. Ha, aber die Bevölkerung wurde nicht mit dem Schwert gezwungen, dass sie Muslime werden. Im Gegenteil, sie wurden in den Schutz gestellt des damaligen Staates, wurden sie in den Schutz genommen und durften ihre Religion weiter ausüben. Das kann man von den Christen in dieser Zeit nicht behaupten, denn wie gesagt, Taufe oder Tod, dort wurde wirklich das Schwert angesetzt. Die Kreuzzüger kamen und das war schon immer so, diese Kreuzzüge waren das brutalste und blutigste und grausamste, was auf der Welt zu dieser Zeit passiert ist. Und das kann man gar nicht vergleichen mit den muslimischen Eroberungen. Und das ist genau der historische Unterschied. Denn die früheren Muslime, die eroberten Land, ließen die Religion der Menschen unangetastet. Sie konnten daran glauben, wie sie geglaubt haben. Und bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen Kreuzzügen hingegen war die Vernichtung Ungläubiger oder die Zwangstaufe das direkte Kriegsziel. Das direkte Kriegsziel war von den Christen, dass sie dorthin gehen, die Leute abschlachten, wenn sie sich nicht taufen lassen. Und jetzt muss ich mir von diesen Leuten auf TikTok anhören lassen, dass der Islam so gewesen sei und die Muslime so gewesen sind. Aber nein, genau im Gegenteil. Was heißt das nun kurz und bündig zusammengefasst? Islamische Expansion hieß Steuern eintreiben statt Zwangstaufe. Kreuzzüge bedeuteten Schwert gegen den Glauben. Und was denkt ihr nun über diesen Vergleich? Schreibt es in die Kommentare.